Herzlich willkommen, liebe Mauserfans, zu unserer Digitalmesse 2022. Zum Auftakt heute mal nicht im Studio, sondern draußen im Revier. Denn wir treffen heute einen absoluten Jagdpraktiker und langjährigen Freund der Marke Mauser, der auch schon bei der einen oder anderen Produktentwicklung mit beteiligt war. Denn wir wollen ja Produkte aus der Jagdpraxis für die Jagdpraxis schaffen. Aber lasst euch überraschen und seht selbst. Also Stefan, grüß dich. Schön, dass Servus, das geklappt hat heute bei diesem Jawohl. Allgäuer Vorfrühlingstag, bei dem Schneewetter. Schön warm heute. Liebe Mauserfans, ich stelle euch heute Stefan Meyer vor. Stefan Meyer, Forstrevierleiter, absoluter Jagdpraktiker und Nachsuchenprofi von der Schweiß&Station Südschwarzwald. Ich glaube, knapp oder mehr als 20 Jahre im Nachsucheneinsatz. Und ja, Stefan hat uns so schon den ein oder anderen Impuls gegeben für das ein oder andere Produkt. Und Stefan, ich habe da was mitgebracht. Aber schau halt einfach mal selbst. Schau es dir mal an, Ja, ob dir was auffällt. Hab da das Anliegen unserer Schweißhundeführer umgesetzt mit dem Mündungsgewinde. Lange ein Problem von uns, dass wir selber und die Hunde dem Schall permanent ausgesetzt sind. Und speziell das feine Gehör vom Hund leidet schon maßgeblich unter dem Schussknall beim Fangschuss. Ja. Ich hatte selbst schon 2 Hunde, die im Alter taub waren, auch bedingt durch die große Lärmbelästigung. Okay. Ja. Und wie oft kommt das denn bei dir so vor? Wie viel Nachsuchen machst du im Jahr im Schnitt? Und wie oft kommt es zu der Fangschusssituation, wo der Hund wirklich in der unmittelbaren Nähe ist? Also Einsätze habe ich so um die 150, 180 pro Jahr. Und ich sage jetzt mal, bei 10% der Suche gibt es dann auch einen Fangschuss oder auch manchmal mehrere Fangschüsse. Ja, das ist jetzt im Einzelnen nicht besonders viel, aber ein Hund, der so 12, 15 Jahre im Einsatz steht, der kriegt dann schon einiges an Lärm mit. Und das ist natürlich eine gute Idee, eine gute Lösung, dass man da die Gesundheit vom Hund schützt. Ja, und ja, wir haben uns jetzt natürlich bemüht mit dem On-Barrel-Schalldämpfer, mit dem On-Barrel-Gewinde, dass man einen On-Barrel-Schalldämpfer drauf bekommt. Und geh mal in Anschlag, Probeanschlag mal da drüben. Du siehst, man kommt auch mit einem kleinen, kompakten Schalldämpfer wirklich über die offene Visierung hin. Und ja. Sehr gut, ja. Und ich denke mal, auch deine Nachsuchen sind alles andere als Totsuchen auf 100 Meter Fluchtdistanz. Und ein absoluter Praktiker. Also da, wo Stefan in den Einsatz kommt, da haben schon manchmal 3 andere aufgegeben. Oder sieht das anders aus? Ja, ist schon so. Also mir werden häufig halt bei der ganz schwierige Sache gerufen, dass wir als zweites oder drittes Gespann erst anrücken. Und dann sind es eben, wie du sagst, keine 100 Meter Suche, sondern dann geht es manchmal auch einen ganzen Tag. Und dann ist natürlich auch die Balance und das Gewicht vom Gewehr nicht unwesentlich, wenn wir da 5, 6 Stunden unterwegs sind im Busch. Ja, Stefan, genau. Aber wir hatten ja noch eine Neuerung. Schau dir die Waffe noch mal genauer an, vielleicht fällt sie dir ja auf. Ach ja, ihr habt die Anregung vom Kaliber übernommen. 8,555. Genau, sehr gut. 8,5 mal 55 Blase. Aber komm, ich glaube, der Läusel muss auch mal gehen und mir wird langsam auch ein bisschen frisch. Lass uns mal ein paar Meter gehen, dann können wir da weiter quatschen. Okay. Ja, mit dem Läusel geht es ja schon wieder ganz gut. Das ist ja gut dabei wieder, ne? Und fit. Ja, das ist gut verheilt. Ja. Ist jetzt erst 3, 4 Tage her. Was war genau passiert, Stefan? Genau, direkt über der Schutzweste hat der Keilerzahn dem Hund da den Hals aufgeschlitzt und ging bis hoch in die Kaumuskulatur. Da spürt man auch noch die Narbe unter der Haut, aber sehr gute Wundheilung. Ja. Und Gott sei Dank kein Schlagader getroffen, gell? Genau, ja. Das war meine erste Sorge, als ich die Verletzung gesehen habe,
dass die Schlagader vom Hals getroffen ist, weil dann hätte ich keine 2 Minuten mehr, dann wäre er mir praktisch in der Hände zum Auto verblutet. Aber so hatte er und ich natürlich riesig Glück. Ja, ja, aber nochmal zurück zu 8,5 mal 55 Blaser. Du und viele andere Nachsuchenführer haben ja den Impuls gegeben. Erzähl mal, wie es dazu kam. Ja, die jetzt in der Trail. Genau, meine Idee war eigentlich, weil ich ja morgens bei der Drückjagd immer als Schütze oder fast immer als Schütze auf dem Stand stehe und danach mit der gleichen Waffe auch dann die Nachsuche noch mache, dass ich ideales Kaliber sowohl für Drückjagd wie auch Nachsuche habe. Und da bietet sich die 8,5 Blaser natürlich super an. Gute Stoppwirkung, rasantes Kaliber, auch für Bewegungsjagd sehr gut geeignet. Und ich kann mit relativ schweren Geschosse auf der Nachsuche dann auch den Fangschuss abgebe, wo ich dann, wenn ich durch Hecke schießen muss, also durch Bewuchs schießen muss, da keine Geschossablenkung habe. Ja, aber das kann man sich ja nicht aussuchen, ob man das Schussband frei hat. Ne? Genau. Und so weiter. Ja, du hast ja schon jede Menge Erfahrung mit der 8,5 mal 55. Du schießt, glaube ich, auch in einer anderen Waffe, ne? Genau, ich schieße schon über 2 Jahre und habe sie vorrangig für die Bergjagd bisher eingesetzt. Da bietet sich dieses Kaliber natürlich auch ideal an, weil ich eine gestreckte Flugbahn habe. Ich kann bis 200 Meter problemlos Fleck halten und drüber bei 300 hat sie beispielsweise nur so knapp 15 Zentimeter Abfall. Kann ich über die Absehenverstellung sehr schnell korrigieren, aber die Flugbahn ist halt ideal auch für die Bergjagd. Also insofern Allround-Kaliber, Nachsuche, Drückjagd, Bergjagd. Perfekt. Ja, Stefan, herzlichen Dank erstmal und dass du hier warst und ja, uns so Einblicke gegeben hast. Und ja, liebe Mauser-Fans, ihr könnt auch selbst im Internet schauen, was Stefan so macht und reibt in der Schweißungsstation Südschwarzwald. Stefan, vielleicht sagst du nochmal, auf welchen Kanälen man dich oder euch am besten findet. Ja klar, wir sind zu finden auf der normalen Homepage www.schweißunterstation-Südschwarzwald oder natürlich Instagram oder Facebook. Da sind natürlich die Beiträge meistens aktueller. Ja. Und ansonsten freue ich mich auf viele weitere Impulse von dir und deinem Team. Und ja, jetzt, wo die jachtlose Zeit beginnt, bald haben wir ja wieder mehr Zeit, über solche Sachen zu plaudern und uns Gedanken zu machen. Und ja, dann darf ich dir zum Abschluss das Baby mal hier übergeben. So, und sind wir gespannt auf die ersten Erfahrungen dann mit der 8,5 und mit dem Schalldämpfer auf der Nachsuche. Werde ich berichten. Okay, herzlichen Dank. Danke. So, liebe Mauser-Fans, das war's fürs Erste. Wir sehen uns gleich nochmal im Showroom von Mauser, wo wir uns nochmal das Gewehr im Detail anschauen. Bleibt dran, ich freue mich. Bis gleich. Tschüss. Ja, liebe Mauser-Fans, wir haben eben im Revier mit unserem Nachsuchenführer, Nachsuchenexperten Stefan Mayer ganz viel über die Mauser 12 Trail geredet. Zeit, um sich das gute Stück jetzt hier im Mauser Showroom mal im Detail anzuschauen. Die Mauser 12 Trail, kurze, kompakte, führige Baulänge, wenn es wirklich in den dichten Dornendschungel geht, absolut führig mit 98,5 cm Gesamtlänge und einem 48,5 cm langen Lauf. Mit einer 3-Punkt-Fluchtvisierung, wenn es wirklich bei annehmendem Bild mal schnell gehen muss, wo ich schnell im Anschlag bin, schnell das Ziel erfassen kann und dann das Stück Wild zur Strecke bringen kann. Mit einem absolut robusten Polymerschaft, In-Place Orange und einer Soft-Touch-Beschichtung, dass ich auch mit feuchten Fingern die Waffe noch wirklich unter Kontrolle halten kann. Und den abnehmbaren Riemenbügel, die ich hier habe, die ich dann auch hier an die Seite und hier unten reinstecken kann, um zum Beispiel hier an der Seite, damit mir der Schultergurt eben so die Waffe auf dem Rücken festhält, damit mir der Kammerstängel nicht ins Kreuz schlägt. Um mal wirklich perfekt und bequem die Waffe zu führen. Ja, was ist neu an der Mauser 12 Trail? Neu ist jetzt unser Mündungsgewinde M15x1, um einen Schalldämpfer daran anzubringen. Ohne jetzt zum Beispiel den Vorteil des um 360 Grad drehbaren Riemenbügels an der Laufmündung auf den zu verzichten, auf diesen Vorteil, damit ich die Waffe wirklich gut führen kann und nirgends hängen bleibe. Hier zum Beispiel war montiert mit einem ganz kurzen, kompakten Schalldämpfer. Warum Schalldämpfer auf der Nachsuche? Es ist schwierig für den Hundeführer, einen Gehörschutz zu tragen. Es gibt In-Ear-Lösungen. Alles nicht so das Wahre. Und wir haben den Hund dabei, der Jagdhund, der uns treue Dienste leistet. Ja, dem kann ich leider Gottes keine Mickey Maus aufsetzen wie unser einem. Deswegen der Schalldämpfer heute auch auf der Nachsuche, das Nonplusultra. Hier jetzt mit der Lösung, dem Mündungsgewinde M15x1 bei der Mauser 12 Trail. Was ist noch neu bei der Trail?
noch neu bei der Trail ist jetzt, dass wir sie neben der Kaliberpalette mit 308, 8x57 ES oder 9,3x62 auch in dem Kaliber 8,5x55 Blaser anbieten. Warum? Weil genau das Kaliber ist. Die volle Power aus kurzen Läufen, prädestiniert für den kurzen 48,5 Zentimeter langen Lauf und ja, hat eine wunderbare zielballistische Wirkung auf kurze Distanzen, auf annehmendes Wild oder wenn es schnell gehen muss und hat eine absolute Stoppwirkung. Hiermit fällt man auch der dickste Keiler auf 10 Meter und ja, einfach wirklich die geballte Power aus kurzen Läufen ist die 8,5x55 Blaser. Neben der Trail bieten wir dieses Kaliber ab jetzt auch an in der Mauser 18 Waldjagd, die eben auch einen kurzen, kompakten 51 cm Lauf hat und in der Mauser 12 Big Max. Ja, weitere Infos findet ihr natürlich auf unserer komplett neu gestalteten Website www.mauser.com oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaut einfach mal rein. Ansonsten bis morgen. Ich freue mich auf euch. Da werden wir noch eine andere Neuheit zeigen. Und ja, seid gespannt, bleibt dran und bis morgen, Weidmanns Heil.